das ist eine Mist hier! Lass, Basti! Nein, Boris. Lass mich mal hinkommen. Wirklich? Nein, nein. Ich hab Puls. Beruhig dich, Mensch. Was ist denn los mit dir? Das funktioniert alles nicht. Das geht nicht. Hör mal, dein Puls, das kannst du nicht machen. Mein Blutdruck. Ja, das geht nicht. Beruhig dich, okay? Alles wird gut. Ja, ich habe mich natürlich nicht wirklich so aufgeregt. Und Basti hat mich auch echt beruhigt. Da hätte ich gerne mal den Blutdruck gemessen. Und genau das kann hier von YHE die BP Doctor Pro. Eine Smartwatch mit Blutdruckmessfunktion. Und da bin ich ganz gespannt, was die kann. In diesem Video ein kurzes Unboxing, die technischen Daten und dann werde ich das Ding natürlich mal genau testen, wie gut sind die Messwerte tatsächlich. Und ich habe eine riesen Überraschung für euch. Ihr könnt genau diese Version, noch eine Smartwatch mit Blutdruckfunktion, die BP Doctor Pro, gewinnen. Wie? Ganz einfach. Kommentar hinterlassen unter dieses Video. Ein Abo wäre super und dann seid ihr dabei. Die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer in der Beschreibung. So, los geht's. Na dann schauen wir mal, was hier drin ist in der Box. Also, was haben wir hier? Als allererstes die Uhr an sich. Sehr leicht, 60 Gramm. Ein Maßband, das ist ganz wichtig. Damit könnt ihr euren Handgelenkumfang messen. Und dann hier an der Uhr, am Armband, gibt es entsprechende Zahlen. In dieses Loch muss es dann rein, damit die Uhr richtig sitzt und die Blutdruckmessung dann auch genau ist. Eine Bedienungsanleitung, ein Quick Guide, USB-C, nein, Micro-USB auf USB-A-Kabel. Dann eine Ladestation, das heißt hier an die Pins wird die Uhr dann draufgesetzt zum Laden. Und nochmal eine etwas ausführlichere Bedienungsanleitung. Das Gehäuse ist aus Edelstahl, sehr wertig verarbeitet. Das Armband aus Silikon. Und ich habe es glaube ich schon gesagt, 60 Gramm, also absolut leicht. Hier habt ihr den Luftschlauch. Ich weiß nicht, könnt ihr das gut sehen? Hier im Prinzip. Und da wird dann die Luft reingepumpt zur Blutdruckmessung. Und das Teil ist zwar eine Smartwatch, also ihr habt Wetterdaten und anderes, aber ja, das herausragende und herausstechende Merkmal ist diese Blutdruckmessung. Das Display ist 1,4 Zoll groß und hat eine Auflösung von 320 x 360 Pixeln. Und die Wasserdichtigkeit liegt bei IP22. Was heißt das konkret? Ihr könnt damit nicht schwimmen gehen oder baden gehen. Auch unter der Dusche würde ich eher nicht machen. Das heißt, leichtes Spritzwasser aus 15 Grad. Also ja, mal ein Regentropfen ist okay, mehr solltet ihr nicht versuchen. Ja, nach Herstellerangaben soll der Akku rund 7 Tage lang halten. Das ist aber ja, ein theoretischer Wert, denn das geht nur im Standby-Modus. Also ich habe es ausprobiert, ja, 2,5 Tage, so lang funktioniert der Akku und integriert ist ein 220 mAh Akku. Ja, und was kann das gute Stück alles? Allen voran natürlich die Blutdruckmessung, dann gibt es einen Fitness-Tracker, eine Wetter-App, ihr könnt euren Blutsauerstoff messen, ihr könnt den Puls natürlich messen und eine sogenannte HRV-Messung. Das ist Sportlern sicherlich sehr geläufig. Und HRV steht für Herzfrequenzvariabilität. Was heißt das? Eigentlich ganz einfach. Also wenn euer Herz in 60 Sekunden 60 Mal schlägt, würde man erstmal davon ausgehen, jede Sekunde ein Schlag. Das ist aber nicht so. Einmal gibt es, sage ich mal, von einem Schlag zum anderen 0,9 Sekunden, beim anderen Mal 1,2 Sekunden und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie diese Werte ist, können Mediziner oder die Uhr dann bewerten, ob ihr fit seid oder nicht. Gut, ihr habt hier auf der Seite 2 Knöpfe, einen etwas länglicheren und einen kleinen. Einschalten einfach durch Drücken auf den Knopf und dann habt ihr, ja, wie bei einer Smartwatch üblich, ein Touchscreen. Ihr habt vorne im Hauptbildschirm die Bedienoberfläche und ihr könnt dann hier durch die einzelnen Apps durchgehen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das mit dieser Manschette ist. Ich drücke mal hier auf Start. Genau, und jetzt seht ihr hier vielleicht, schaut mal, wie sich das aufpumpt. Seht ihr das? Ich mache es mal nach da. So. Also hier dieser Bereich pumpt sich jetzt mit Luft auf und so werden die beiden Blutdruckwerte, der systolische und der diastolische Wert, ermittelt. Dann legen wir die mal an. Erster Trageeindruck. Schön leicht,
Fühlt sich gut an. Ihr habt auch zur Möglichkeit ein Always-On-Display in den Settings einzuschalten. Klar, das geht dann aber massiv auf die Akkulaufzeit. Und dann habt ihr hier, wie gesagt, ein Touchscreen und von den Bedienungsmöglichkeiten her ganz klassisch bei Smartwatch nach unten swipen. Habt ihr ein Grundeinstellungsmenü, Bluetooth, Schlafmodus, Batteriegeschichten. Wenn ihr nach oben swipet, habt ihr euer Nachrichtencenter und dann könnt ihr hier durch die einzelnen Apps durchgehen. Und ich mache jetzt gleich meine Blutdruckmessung. Mal sehen, ob ich mich beruhigt habe. So, einmal auf BP drücken und dann ist es wichtig, ihr könnt nicht also irgendwie so oder so da sein. Ihr solltet vorher 2, 3 oder 5 Minuten vorher euch ein bisschen ausgeruht haben, dann einfach auf Start drücken und die Uhr soll dann ungefähr in der Höhe eures Herzens sein. Und dann wartet ihr und wartet und wartet. Und ich merke das jetzt schon, der Druck hier am Handgelenk steigt und wir haben einen Blutdruck von 130/82. Sauerstoffmessung, genau das gleiche. Da müsst ihr aber nicht irgendwie hier so halten, sondern könnt ihr die Uhr ganz normal machen. 97% Blutsauerstoff, wunderbar. Und dann noch einmal, last but not least, den Herzschlag. 69, also von Aufregung kann gar keine Rede sein. Ich hole mal schnell meine Apple Watch Ultra, weil die ist wirklich bekannt, dass die absolut gut aufzeichnet. Ich bin gleich wieder da und dann vergleichen wir die beiden Werte mal. Da bin ich wieder. Uhr ist angelegt und wir gucken mal. Ja, und jetzt haben wir hier einen Wert 87/87. Jetzt geht die BP's Dr. Watch auf 88, die Apple Watch Ultra auf 86 runter. Aber ihr seht, das ist schon, ja, kein Schrott, sondern die Werte sind wirklich ganz gut. Kommen wir kurz zur App und zur Kopplung mit der Uhr. Ihr habt eine App für Android oder iOS und die heißt BP Doktor und ist wirklich total simpel. Es wird im Prinzip nur der QR-Code hier in der Bedienungsanleitung einmal abgescannt und schon könnt ihr euch mit der Uhr verbinden. Einzig, wer es nicht so gerne mag, ihr müsst einen Account anlegen, aber das ist ja momentan bei den meisten Apps so. So, und dann habt ihr hier eine wunderbare Übersicht, eine gute, ja, sage ich mal, sehr übersichtliche Bedienoberfläche. Im oberen Teil habt ihr den Akkustand, dass ihr verbunden seid und dann habt ihr die einzelnen Bereiche. Also einmal den Blutdruck, dann die Sauerstoffsättigung, HR, HRV, Schlaftracking, Kalorien, Training, habe noch kein Training gemacht und eure Schrittzahl. Mein Gewicht habe ich auch eingegeben, das muss ich, glaube ich, blurren. Okay, dann geht ihr hier auf den Bereich Ich und da habt ihr dann zum Beispiel Ziffernblätter und da gibt es jetzt nicht so eine Riesenauswahl. Also insgesamt habt ihr hier 9 Ziffernblätter zur Verfügung, zeige ich mal einmal. Die müsst ihr dann auf die Uhr raufladen und ja, sind ganz verschiedene, die sehen ganz nett aus, colorful, ein Chrono ist dabei, also reicht völlig aus. Toll und übersichtlich ist tatsächlich jetzt hier der Bereich Gesundheit. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Blutdruck geht, habt ihr eure einzelnen Messungen und dazu immer ja, eine Einschätzung, ob die Messung okay ist oder nicht. Also das wird in verschiedenen Leveln bezeichnet, also Level 1, Level 2, Bluthochdruck und so weiter. Das ist wirklich sehr übersichtlich und absolut intuitiv zu bedienen. Ähnlich ist es beim Blutsauerstoff-Messbereich. Ihr habt Tage, Wochen oder Jahr, wo ihr eure einzelnen Werte dann tracken könnt. Also ich muss sagen, die App ist echt übersichtlich und macht Spaß damit zu arbeiten. Ja, ich habe eine tolle Apotheke gefunden, die uns unterstützen und wir machen jetzt mal den Test professionelles Blutdruckmessgerät gegen diese Uhr. So, dann gehen wir mal hier zum professionellen Blutdruckmessen und vergleichen das. Ich soll jetzt eine Minute erstmal zur Ruhe kommen und chillen. Das mache ich jetzt. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie mein Blutdruck ist. Ich glaube, das letzte Mal habe ich den gemessen vor 20 Jahren. (162/104). Genau. Erhöht. Ist ein bisschen erhöht, nicht? Würde ich mal auch
anfangen? So, der professionelle Test ist durch meines Blutdrucks und jetzt machen wir das Ganze mit der Uhr. Einmal raufdrücken, dann kommt ihr ins Menü, auf BP drücken und dann auf Start. Wichtig ist, die Uhr soll ungefähr auf dem Level des Herzens sein. Hat er jetzt einen Wert? Ja, jetzt hat er aufgehört, genau. Okay, dann gucken wir mal. 161 zu 88. Das professionelle Gerät hat den oberen Wert 168 und dann zu 104 und die Uhr 161 zu 88. Herzfrequenz war bei beiden gleich 78 Schläge in der Minute. Die Werte in der Apotheke waren deutlich höher, als ich das normalerweise kenne. Ich bin also kein Bluthochdruckpatient, aber das liegt vielleicht auch an der Situation. Experten nennen sowas übrigens Weißkittelhypertonie. Hintergrund: die Blutdruckwerte, die bei einem Arzt gemessen werden, sind häufig viel höher, als wenn man zu Hause misst. Woran liegt das? Ganz einfach. Zu Hause ist man geschillt und entspannt und ist in seiner gewohnten Umgebung. Beim Arzt hat der eine oder andere vielleicht doch ein bisschen Nervosität. Ja, und das nennt man Weißkittelhypertonie. Vielleicht war das in der Apotheke bei mir auch so. Ich habe das Ding jetzt in den vergangenen Tagen öfter getestet und muss sagen, auch mit anderen Blutdruckmessgeräten, die Werte sind nahezu gleich. Da gibt es immer Unterschiede und das sagt man grundsätzlich bei Blutdruckmessungen. Ja, man kann innerhalb von 10 Minuten immer wieder verschiedene Werte bekommen. Man sollte halt vorher wirklich in Ruhe messen. Und auch eins ganz klar: das Ding misst wunderbar, zeigt gute Werte an, ist zuverlässig, aber wer wirklich mit dem Blutdruck zu tun hat, ab zum Arzt und das checken lassen. Ja, was ist jetzt meine Meinung zur BP Doctor Pro? Also, Verarbeitung, Haptik ohne Fehl und Tadel. Das fühlt sich gut an, das ist sehr durchdacht. Es ersetzt auf keinen Fall eine Smartwatch, wie hier zum Beispiel die Apple Watch Ultra. Aber es ist halt ja fast schon ein Medizinprodukt. Die Messung der Blutdruckwerte haben mich wirklich beeindruckt, überzeugend. Auch Blutsauerstoff und die anderen Geschichten, Schlaftracking, wunderbar. Also, wer so eine Uhr braucht, was die Blutdruckfunktion angeht, sage ich ganz klar, gute Empfehlung, kaufen. Wer das nicht braucht und nur Spielerei, dem fehlen vielleicht einige Geschichten, ja, was so eine Smartwatch alles noch kann. Denn das hat sie einfach nicht drin. Außerdem IP22, ja, nur so gegen ein bisschen Spritzwasser geschützt. Da könnte man heutzutage einen höheren Wert haben, dass man das Ding vielleicht zumindest unter der Dusche nutzen kann. Ich bedanke mich bei euch. Erinnere nochmal, wenn ihr Bock habt, hier einfach kommentieren, könnt ihr so ein Ding gewinnen. Wirklich tolles Gadget. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tech for Fun. Was ist das für eine Scheiße? Es ist doch nicht zu fassen. Ich kriege eine Vollkrise. Ich hasse es. Das kann doch nicht sein. Wie bitte? Ist nicht aufgeladen, oder? Das war schon das Spiel. Ach so. Oh, ich dachte... Nein, das war schon. Ich wundere mich, warum kommt er denn nicht? Wie lange will er mich denn noch rausrasten lassen? Okay. Das ist eine Mist hier. Lass, Basti! Nein, Boris.